Tachchen, ich bin Paul. Ich bin aber auch Paul. Okay, Tachchen, wir sind Paul. Und ihr seid coole Leute, Weil ihr dieses Video guckt. wir befinden uns immer noch hier in Guatapé, der bunten Stadt in Kolumbien. Das Video davor über die Stadt Guatapé kann ich nur empfehlen. Und wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, ist die Hauptattraktion hier etwas ganz anderes. Und das kommt endlich in diesem Video. Dies ist jetzt mein längstes Video, was ich bis dato veröffentlicht habe. Und das hat auch einen Grund, denn dieses Video besteht hauptsächlich aus 2 Teilen. Im ersten Teil besuche ich eine verfallene Villa auf einer Insel. Diese Villa gehörte keinem geringeren als Pablo Escobar, dem mächtigsten Drogenboss ever. Im zweiten Teil gehe ich dann mit Alejandra, oder wie sie sich selbst nennt, Ale, einer Kolumbianerin aus Medellin, zur Hauptattraktion hier in Guatapé, nämlich zum Felsen El Pañol. Okay, viel Spaß mit dem Video. Ab dafür! Jetzt kommt der erste Teil. So, ich bin Paul und ich habe eine Schwimmweste an, denn es geht mit dem Boot raus aufs Wasser. Und da besuche ich eine ganz besondere Villa. Kommt mit! Ich bin jetzt hier auf einer Insel angekommen und lass die Finger von Emanuela. So sagen ja schon das fette Brot. Warum Emanuela? Emanuela war die Tochter von Pablo Escobar und so hat er einer seiner vielen Villen genannt. Und diese Villa befindet sich jetzt hier auf der Insel und die sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Pablo Escobar war das Oberhaupt des Medellin-Kartells und damit der größte Drogenhändler und meistgesuchte Kriminelle seiner Zeit. 1989 bekleidete Escobar den 7. Rang der weltweit reichsten Menschen mit einem geschätzten Vermögen von 30 Milliarden Euro. Nach Pablo Escobars Tod kamen viele Glücksritter und suchten natürlich sein Vermögen, das er überall versteckt hat. Unter anderem auch in den Zwischenwänden.
Und deswegen kamen die Leute und haben eine ganze Wände kaputt gehauen, um Geld zu finden. Und ein paar haben auch tatsächlich Geld gefunden. Jetzt kommt der zweite Teil. So, ich habe ja gesagt, wir wollen hier was ganz Tolles erleben. Das mache ich auch. Und zwar
kommt gerade aus Medellin. Alejandra. Hola. Und jetzt kommt eine sportliche Herausforderung, denn wir sind hier am Felsen. Der Felsen, das ist so der Ayers Rock von Kolumbien. Und der ist da oben. Und wir versuchen, den zu besteigen. Es sind 700 Stufen. Okay, let's go. Wir haben jetzt die Tickets. Auf, wie geht's? Aber ich glaube, da oben lohnt sich so richtig, weil jetzt sieht die Landschaft schon richtig toll aus. Übrigens, der Felsen heißt Peñón. Und da oben soll es angeblich die schönste Aussicht auf der ganzen Welt geben. 175. Ich weiß nicht, ob die Zahlen hier an den Stufen Motivation sind oder Demotivation. Und weiter geht's. 500. ...525 Stufen und das ist so hart. Ich schwitze mir einen ab, ich kann echt nicht mehr. Das ist schon ganz schön heftig hier. Okay, okay. Okay, ja, klar, alles gut. Oh, ja. Ich kann 10-mal hoch und runter laufen, gar kein Thema. Die letzten 200 Stufen sind die schwersten. Wir sind bei Stufe 600. Noch so 100 oder so. Und wehe, das lohnt sich nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind oben.
Ganz typisch hier ist Crema. Crema Mango. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber das essen hier alle und deswegen mit diesem schönen Hintergrund, da muss es ja schmecken. Salute! So, und es geht wieder runter. Und das Coole ist, nach unten führt ein anderer Weg. So, dass wir uns nicht kreuzen. Die Leute, die hoch wollen und die Leute, die runter wollen. Sieht cool aus, der Weg nach unten. Das kann man mal machen. War cool. Und jetzt geht's wieder zurück in die Innenstadt von Guatapé mit dem Tuk-Tuk. This is bandeja paisa. It's the typical dish of Medellin and Antioquia. And it has beans. This is chorizo, it's like a pork sausage. This is chicharrón. It's a part of pork too. Egg, like this is meat, like powdered meat. This is, we call it tahara. It's like plantain. But it's long and we fry it. Arepa. Paisa, por supuesto, avocado, some salad, and the rice. And it's this big because years ago the workers, the people who work in the land, in the camp, they work for long hours, hard work. So they have to eat this much every single time. I mean, not the same thing, but this amount for breakfast, lunch, and dinner because they need the strength. Oh, okay. Now we just do it because we like. Yeah. And this is plantain? This one, yeah. Plantain? That's not banana. No, plantain. Plantain. Tahara. Okay. Dann mal guten Appetit. So, fertig mit gegessen. Und jetzt gleich verlassen wir Guatapé und wir fahren jetzt in die Millionenstadt Medellin. So, nach dem Essen haben wir dann Guatapé verlassen und sind für 150.000 kolumbianische Pesos nach Medellin gefahren. Wie viel 150.000 kolumbianische Pesos sind, ich blende es mal ein. Eine Zusammenfassung zu Guatapé. Einen Ausflug nach Guatapé kann man auf jeden Fall machen. Allein die Stadt selbst. Mit ihren vielen bunten Häuschen, den vielen Restaurants, den vielen Souvenirläden. Klar, total auf Tourismus ausgelegt, aber es macht wirklich Spaß, durch die kleinen Gässchen zu laufen und so die Stadt zu erkunden. Toll ist auch der Stausee. Man kann viele Bootstouren dort buchen. Nicht nur, wie ich es gemacht habe, eine Bootstour zur Insel, auf dem Pablo Escobars Villa steht.
sondern es werden noch andere Bootstouren angeboten. Ein Highlight oder ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist natürlich dann der riesengroße Felsen El Peñol. Nicht nur von unten sieht der Fels beeindruckend aus, sondern auch die Sicht auf den Felsen, wenn man mal die über 700 Stufen hinter sich gelassen hat, die ist einfach atemberaubend. Und das muss man einmal gesehen haben. Nun, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich befinde mich jetzt nicht mehr in Guatapé. Aber wenn ihr meint, das ist jetzt das Ende, nein, das ist erst der Anfang.